Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video hier auf CreepTV. Ich zeige euch heute, welche weiteren Features das Spiel so bereithält. Ja, das meiste, was ich euch heute zeigen werde, steht hier unten in dieser Leiste drin und ja, fangen wir einfach mal links an mit dem Button Rangliste. Hier kann man sich alle Spieler nach XP und Skill sortieren lassen. Standardmäßig steht der Button hier auf XP. Das bedeutet, dass die Spieler mit den meisten XP ganz oben stehen. Ja, dies kann man natürlich auch mit der Skill-Anzeige tun. Ja, sieht man jetzt hier ganz oben steht der skillhöchste Spieler und es geht abwärts. Auf der rechten Seite haben wir dann noch die Überlebenszeit des Survivors angezeigt. Dort kann man wählen zwischen den einzelnen 4 Spielstufen und es wird gemessen in Stunden überlebt. Das bedeutet, dass auf jeder Karte das beste Spiel gewertet und davon die Stunden gezählt werden. Ja, einzelne Maps kann man natürlich dann hier auch noch auswählen. So, nehmen wir jetzt als Beispiel einmal Blue World. Dort sehen wir jetzt alle Survivor-Rekorde auf Blue World, kann die einzelnen Spiele anklicken und auch hier ist nach den 4 Spielstufen sortiert. Des Weiteren hat man direkten Zugriff hier zum CreepTD Handbuch. Dort stehen alle wichtigen Dinge drin, die es zum Spiel zu sagen gibt. Also hier werden die Spielmodi genauer erklärt, die Creeps werden erklärt, wie viel Einkommen sie bringen, Kopfgeld, Lebenspunkte, Geschwindigkeit, all sowas. Ja, die einzelnen Türme, welchen Schaden sie machen, die einzelnen Turmstrategien, Shortcuts auf der Tastatur. Also sollte man sich schon mal angucken, wenn man sich mit dem Spiel vertraut machen möchte. Ja, weiterhin hat man aus der Lobby heraus auch direkten Zugriff aufs Forum. Das ist ein sehr wichtiges Feature des Spiels, da man dort beispielsweise Bugs melden kann oder Vorschläge für Spielverbesserungen machen kann, die Liga angekündigt wird oder man sich einfach mit anderen Spielern unterhalten kann im Off-Topic oder was Taktiken und alles andere rund um das Spiel angeht. Als letzten wichtigen Button gibt es hier noch den Button Optionen. Dort kann man viele wichtige Einstellungen für das Spiel vornehmen, beispielsweise Lautstärkeregulierung, die Anzeige auf dem Schlachtfeld verändern oder sich bestimmte Systemnachrichten anzeigen lassen. Ja, auf der rechten Seite in diesem roten Kasten gibt es dann noch weitere Einstellungen, die allerdings nur mit einem Pro-Account verfügbar sind, wozu ich euch aber später noch was erzählen werde. Des Weiteren kann man mit einem Rechtsklick auf den jeweiligen Spieler dessen Spielerprofil öffnen. Dort sind alle Aktivitäten angezeigt, die der Spieler auf CreepTD getan hat. Also beispielsweise mit wem er befreundet ist, welche Karten er gespielt hat, welche Modi. Und ganz unten sind auch alle Spiele aufgelistet, die der Spieler bereits gespielt hat. Ja, wichtig hier zu erwähnen sind vielleicht noch die sogenannten Errungenschaften. Davon gibt es insgesamt 108 und die gibt es für quasi alles. Also beispielsweise schwinge die Abrissbirne, also reiße viele Türme ab, baue viele Türme, wie viele Zuschauer in einem Spiel drin war, welche Creep-Arten man gesendet hat, welche Creep-Arten man durchgelassen hat, mit wie vielen Leben man gewonnen hat. Für all sowas gibt es halt diese sogenannten Errungenschaften. Ja, als weiteres Feature gibt es noch die Funktion zu wetten. Dort kann man, wenn man sich als Zuschauer in einem Spiel befindet, auf einen der 4 Spieler wetten. Dies geht wie folgt. Man tippt ein /bet mit dem Namen des Spielers. Also beispielsweise wette ich jetzt auf den Spieler Budget. Dann tippe ich ein Budget und habe auf diesen Spieler gewettet. Dies ist nur, wie hier oben steht, in den ersten 60 Sekunden möglich und man bekommt für eine richtige Wette 5 XP und für eine falsche Wette minus 5 XP. Zum Schluss erzähle ich euch nur noch etwas über die sogenannte Pro-Funktion. Diese kostet einmalig 10 Euro und man bekommt dadurch einige gute Features freigeschaltet, beispielsweise die Option, die ich euch hier schon eben einmal gezeigt habe. Es besteht die Möglichkeit, Spiele, die man gesehen bzw. gespielt hat, aufzunehmen und sich später anzugucken. Hier mit Aufzeichnung laden. Und was ganz wichtig ist, man hat die Chance in einem Zufallsspiel ein Veto gegen eine bestimmte Map einzulegen. Ja, ihr seht also, dass dieser Pro-Account nicht verpflichtend ist, um der beste Spieler zu werden. Er stellt einige schöne Features bereit, aber ist auf keinen Fall eine Verbesserung für das Spiel an sich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und creep on!